Heute backen wir einen Hefezopf bzw. Osterzopf, der über Nacht geht und dadurch unglaublich fluffig wird. Ich zeige euch heute eine Mischung aus klassischen Hefezopf und finnischer Pulla mit Kardamom. Super weich, aromatisch und perfekt für Ostertisch. Den Hefeteig kannst du 12 bis 17 Stunden im Voraus zubereiten. Je nachdem, wie lange die Kaltgare ist, solltest du die Hefemenge anpassen. Für den Teig Mehl, Zucker, Vanille, gemahlenen Kardamom, eine Prise Salz, Hefe, 2 kurz verquirlte Eier, Joghurt und Milch in eine große Schüssel geben. Alle Zutaten sollten kalt sein. Dann alles mindestens 5 Minuten gut kneten, bis der Teig kaum noch klebt und schön geschmeidig ist. Danach die Butter nach und nach beim Kneten dazugeben. Die Butter darf ruhig weich sein, sonst lässt sie sich schwer einarbeiten. Sie sollte nicht warm sein, aber weich. Am besten die Butter in 2 bis 3 Portionen einkneten und den Teig anschließend weitere 3 bis 5 Minuten kneten, bis er glatt ist und nicht mehr klebt. Etwas Mehl über den Teig streuen, gut abdecken und 2 Stunden bei Zimmertemperatur anspringen lassen. Anschließend die Schüssel in den Kühlschrank stellen und den Teig 12 bis 17 Stunden ruhen lassen. Mehr Details dazu, wie du die Hefemenge je nach Kaltgare anpassen kannst, findest du in der Videobeschreibung. Am nächsten Tag die 2 Kastenformen gut einfetten und jeweils ein Stück Backpapier hineinlegen. Das hilft, den Zopf nach dem Backen leichter aus der Form zu lösen. Ich habe meinen Teig mit 3 Gramm Hefe und 17 Stunden Kaltgare gemacht. Er ist schön aufgegangen und wird jetzt direkt nach der Kaltgare geformt. Dieser Hefeteig fühlt sich an dieser Stelle nicht so luftig an wie ein schneller Hefeteig, sondern ist etwas fester und dadurch leichter zu verarbeiten. Den Teig in 2 gleich große Stücke teilen und jedes davon noch einmal in 3 Stücke. Dabei den Teig möglichst wenig kneten. Jedes der 3 Stücke länglich ausrollen, so dass sie etwas länger als die Kastenform sind. Dann geht es ans Flechten. Die Enden zusammendrücken und den Zopf flechten. Am besten schön scharf, damit er die Form behält und die Struktur erhalten bleibt. Zum Schluss die Enden wieder zusammendrücken und leicht unter den Zopf falten. Den fertigen Zopf in die Kastenform legen und etwa 3 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen. 3 Stunden sind jetzt vorbei und die Hefezopfer sind schön aufgegangen. Also lasst uns schauen. Sieht richtig schön aus. So, und jetzt kannst du den Backofen auf Unteroberhitze und 175 Grad vorheizen. Jetzt werden wir die Hefezöpfe mit Eimer pinseln und dann kannst du mit Mandeln oder Hagelzucker dekorieren oder dich nicht entscheiden und so wie ich heute mache, mit beides dekorieren. Die fertigen Hefezöpfe auf ein Backblech legen und dann 30 bis 35 Minuten schön golden backen lassen. Die Hefezöpfe sind im Ofen richtig schön aufgegangen. Dann aus dem Backofen holen und erst auf dem Abkühlgitter 15 Minuten kühlen lassen, danach aus der Backform holen und auf dem Abkühlgitter vollständig abkühlen lassen, bevor du sie anschneidest. Der Hefezopf ist
unglaublich weich geworden. Ich finde, diese Übernachtgare macht Wunder. Man braucht so wenig Zeit und dabei werden die Hefezöpfe richtig weich. Wie eine Wolke, würde ich sogar sagen. Diesen Zopf kannst du auch wunderbar einfrieren. Nach dem vollständigen Abkühlen in Stücke schneiden, in Gefrierbeutel geben und einfrieren. In Finnland heißt dieses Gebäck Pullapitko und in meiner Kindheit war es eines der meistgebackenen Hefegebäcke. Man serviert es gerne mit Butter und etwas Marmelade. Ich mag den Zopf aber auch gerne pur essen oder mit etwas Quark. Ich finde die Übernachtgare richtig spannend und mir schmeckt es viel besser, weil der Teig wenig Hefe enthält und die Aromen sich dabei länger entwickeln können. Dabei ist die aktive Arbeitszeit sehr gering und gefühlt sogar geringer als bei herkömmlichen Hefeteig. Wenn du den Hefezopf ausprobierst, schreib mir gerne in die Kommentare, wie es bei dir gelungen ist und wie du es am liebsten isst. Danke, dass du dabei warst. Tschüss und bis zum nächsten Mal.